unglaublich. Wirklich unglaublich. Wir haben bald wieder Geburtstagsfeier und Abschlussfeier und so. Und da brauchen wir das Ding hier wieder. Also werden wir uns da mal drum kümmern, Ja. dass hier wieder Ordnung reinkommt. Wir haben auch in dem Bereich dahinter und drumherum auch noch einiges zu tun und schon gemacht. Und ja, was da alles so abgeht und abgegangen ist, seht ihr in diesem Video. Also viel Spaß beim Zuschauen. Und womit willst du anfangen? Wir wollten jetzt gerade erstmal einen Plan machen. Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Kaffee. So, während Uwe aufwacht, zeige ich euch mal, was sich drin alles so verändert hat. Denn da ist auch ein bisschen was passiert, ohne dass wir euch das gezeigt haben. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier ein Bett bei uns eingezogen. Wir haben auch eine niegelnagelneue Matratze. Und ja, es schläft sich auf jeden Fall deutlich besser. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass mit so einem Bett mitten im Raum, das Zimmer ist ja nicht riesig groß, das schon deutlich enger sich anfühlt durch diese große Fläche, als es sich das mit den Matratzen, die auf dem Boden waren, angefühlt hat. Also ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Das Bettgestell hatten wir schon. Ich denke mal, wir werden, wenn wir dann nach oben ins neue Schlafzimmer dann sozusagen einziehen, dass wir dann nochmal ein Bett bauen vielleicht. Das wird auf jeden Fall nicht bei diesem Teil hier bleiben. Aber das ist noch unser altes Bettgestell, was wir ja schon davor hatten. Das war noch in der blauen Garage. Und da ist jetzt natürlich auch wieder ein kleines bisschen mehr Platz, was mich natürlich umso mehr freut. Ja, dann haben wir noch dieses Schmuckstück hier. Aber diese Kiste wird nicht bei uns bleiben. Und wenn sie noch so schön ist, die zieht mit den Kindern dann aus. Dann ist noch dieses Schmuckstück hier bei uns eingezogen und was es damit auf sich hat, zeige ich euch mal im Rückblick. Letzte Woche waren wir ja bei meinen Großeltern in Thüringen und da haben wir diese wunderschöne Truhe mitgenommen. Das ist so eine alte Aussteuertruhe und ja, die ist mindestens so alt wie unser Haus. Mein Vater und meine Oma waren sich nicht ganz einig, ob die schon mal übermalt wurde. Mein Uropa hat nämlich viele von den ganz alten Sachen schon mal restauriert. Und ich bin mir aber relativ sicher, dass das schon mal übermalt wurde. Aber das ist auf jeden Fall noch sind auf jeden Fall noch die ursprünglichen Motive. Das Ganze hat sogar ein Schloss dran. Es funktioniert auch alles noch. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier unsere ganze Bettwäsche reinpacke. Die ist ja momentan oben im Drempel drin. Da haben wir auch noch einiges an Handtüchern und uns fehlt ja momentan auch noch so ein bisschen Aufbewahrungsplatz, weil wir ja noch nicht alle Zimmer fertig sind. Aber so eine große Truhe ist natürlich super dafür geeignet. Das heißt, ich werde jetzt mal von oben alles runterholen. Und also der Platz, der dann frei wird, ist dann wieder für Kartonagen, die ich zum Verschicken für meinen Online-Shop brauche. Das heißt, das liegt jetzt dann auch nicht mehr im Anbau rum. Also so nach und nach finde ich das total super, dass jetzt mit jedem Aufbewahrungsteil was kommt, was dann halt für immer bleibt sozusagen. Rutscht eben wieder was an seinen Platz und ja, liegt dann nicht woanders rum. So, jetzt ist erstmal alles drin. Ich habe das jetzt so ein bisschen sortiert. Hier sind die ganzen Decken drin. Jetzt über den Winter brauchen wir ja hier die ganzen gestrickten Decken und so weiter gar nicht. Hier sind Tischtücher drin, also Tischdecken. Da sind noch ein paar Vorhänge. Ich habe ja hier einen von denen hier schon wieder abgenommen. Das ist jetzt auch erstmal hier drin. Da weiß ich noch nicht so genau, ob das noch mal woanders hinkommt. Aber hier ist ja noch genug Platz. Kleine Handtücher, große Handtücher. Dann habe ich hier die ganze Winterbettwäsche nach unten gepackt. Und wenn dann wieder Winter ist, kommt die nach oben und die Sommerbettwäsche nach unten. Laken, Kopfkissenbezüge. Und hier habe ich noch so Läufer drin.
Das war auch ganz praktisch, dass hier nochmal so ein Extra ist. Das geht ja hier in der großen Kiste ansonsten verloren. Ich habe aber schon gemerkt, ein bisschen Sommerbettwäsche muss ich noch dazu kaufen. Wir hatten nämlich jetzt einiges aussortiert im Herbst, glaube ich. Und Winterbettwäsche hatten wir jetzt genug. Da haben wir immer diese Biber-Flanell-Gedöns, was so schön kuschelig warm ist. Aber im Sommer ist es natürlich jetzt nicht unbedingt so angenehm. Da muss ich auf jeden Fall noch mal was nachkaufen. Jetzt muss ich oben noch die Kisten in den Drempel wieder reinräumen. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr Raum. Ich habe jetzt sogar drüben im Vorratsraum, da habe ich die ganzen Tischdecken her, da habe ich jetzt auch wieder ein Regalfach fast frei. Das heißt, da kann jetzt auch wieder was rein, was jetzt vielleicht irgendwo andersrum steht. Es wird. So, das ist Uwes Zettel. Dann gucken wir mal, was wir alles davon abhaken können heute. So sieht das Ganze dann hier drinnen aus, erstmal. Jetzt ist erstmal alles raus und einigermaßen sauber. Wir haben hier leider immer mal so Stellen, wo man scheinbar auf eine Schnecke drauf gelatscht ist und die verfärben hier immer so ein bisschen ungünstig den Beton. Sieht immer nicht so schön aus, aber mal gucken, vielleicht kriegt man das irgendwie noch mal rausgeschrubbt oder so. Wir hatten hier in der Außenküche noch einiges an langen alten Dachlatten und sowas zu stehen. Die wollte ich immer eigentlich aufheben, noch falls wir noch irgendwas bauen müssen, aber die sind ganz schön morsch und schon Schimmel drin. Deswegen mache ich die jetzt schon mal klein und die fliegen dann entweder hier aufs Lagerfeuer oder bei mir in die Werkstatt. Ja, aber da habe ich nämlich auch einen kleinen Dauerbrandofen, da kann ich die Dinger auch verheizen. Mit den ganzen Nägeln ist das immer blöd bei uns im Kamin, deswegen klein machen und dann kann ich sie nach und nach mitnehmen. Eine Ecke wollte ich euch mal zeigen, die sich richtig schön entwickelt hat. Und das ist hier die Stelle, wo ich hier das mit den Fliesen so ein bisschen ausgelegt habe und die Kante so ein bisschen mit den großen Steinen gemacht habe. Und hier dachte ich ja, dass hier Spinat entstanden ist. Sieht ja auch ein bisschen ähnlich aus, aber es sind tatsächlich Ringelblumen gewesen. Und ja, ihr seht, der Salat, der fängt jetzt langsam an, hier in Blüte zu gehen. Ich finde das auch irgendwie ganz hübsch so. Ich werde es jetzt auch so lassen. Ich habe jetzt auch nichts anderes, was ich da an der Stelle einpflanzen kann. Und ja, es ist natürlich gerade wieder eine wüste Angelegenheit hier. Aber ich finde die Ecke hier auf jeden Fall ganz hübsch geworden. Ja, hier vorne habe ich noch ein paar Buschbohnen nachgesteckt, aber ihr seht, die Schnecken sind hier ordentlich am Mampfen. Hier hatte ich gestern das eine Glas schon abgemacht, weil die Pflanze so groß geworden ist. So langsam wird es Zeit. So, jetzt bin ich gerade dabei, da hinten die Kartoffelreihe anzuhäufeln. Die werden auch von den Schnecken gerade sehr geplagt. Und ich sehe gerade, dass meine Physalis am Umkippen ist. Hier sind nämlich schon Früchte dran. Jetzt hat es die letzten Nächte mal sehr viel geregnet. Und
Da werde ich jetzt gleich nochmal noch einen Stock reinmachen, damit ich das nicht vergesse. Und ja, der Boric, so schön er auch ist, hat hier das komplette Beet in Beschlag genommen. Ich habe den hier schon immer sehr stark zurückgenommen, aber ja, hat nicht ganz so geklappt. Ja, normalerweise ist um die Zeit ja schon deutlich schöneres Beet, aber wir haben dieses Jahr ja die Priorität auf den Hühnerstall gesetzt. Und da ist der Garten natürlich wieder mal ein bisschen hinten runtergefallen. Ja, und ihr seht, der Garten, der blüht und grünt so vor sich hin. Das ist natürlich der Vorteil von dem vielen Regen, dass hier natürlich das Blätterwachstum enorm ist. Hier vorne ist der Rasen auch langsam am Durchwachsen. Wir haben ja hier so eine kahlen Stellen, weil wir hier einen Weg sozusagen hatten von dem ganzen Hin- und Hergelaufe. Aber so langsam wächst es zu. Ich hatte ja hier diese komplette Fläche, die war ja komplett kahl. Da war gar nichts. Und da habe ich hier von dem ganzen Weg halt immer mal wieder sozusagen Klee und Gras so ein bisschen rüber transplantiert. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt hier, nachdem ich hier die Fahrräder noch frei gemacht habe, habe ich hier auch noch mal ein bisschen Gras und hier noch ein bisschen Klee. Und so langsam schließt sich die Decke. Ach so, genau. Und hier die Fahrräderstelle, den Umbau, den kann ich euch gleich auch noch mal zeigen. Denn ja, das sah vor 2 Wochen noch ganz anders aus hier. Hinter dem grünen Zeug sind eine ganze Menge Fahrräder, die noch zum Teil auch noch wegkommen. Und hier kommen wir natürlich mit dem Freischneider nicht so ran, weil ich Angst habe, dass ich hier die ganzen Reifen kaputt schneide damit. Deshalb ist das hier auf jeden Fall auch nochmal eine Aufgabe. Und dann schiebe ich die auch mal noch ein bisschen weiter rüber und werde hier was drunter legen, damit die Brennnesseln dann nicht mehr durchwachsen. Und dann können wir hier wieder ganz normal anbiegen. Na, was ist denn das? Eine neue Säge. Wurde die genehmigt? Ja. Hast du Formular 3b ausgefüllt? Mhm. Ja. Bei der anderen ist blöderweise dieser Schutz kaputt gegangen. Ja. Und die läuft zwar noch, aber sie ist jetzt extrem gefährlich zum Schneiden. Uwe ist jetzt gerade nett, dass er nicht erwähnt, dass ich die Person bin, die den Schutz, bei der der Schutz kaputt gegangen ist. Naja, die war fast 20 Jahre alt, also. Ja, aber es ist trotzdem immer schön. Wir müssen jetzt gleich auch nochmal den Rasenmäher testen, denn den habe ich gestern zur falschen Richtung gedreht, um unten sauber zu machen. Und da hat mir Uwe eröffnet, dass man das in die eine Richtung machen muss, damit der Sprit nicht in den Vergaser läuft. Ja. Das werde ich jetzt also auch gleich mal testen. Ja, ein Filter, Luftfilter. Auf jeden Fall. Genau, wir gucken gleich mal, ob er geht. Ja, also 2 Geräte innerhalb von 2 Wochen kaputt machen, ist schon irgendwie nicht so eine gute Leistung, würde ich sagen. Gut, das war das. Er funktioniert noch. Als Uwe mir das erzählt hat, dachte ich mir, er will mich auf den Arm nehmen. Weil mir das so absurd vorkam, dass man den nur zu einer Seite drehen dürfen sollte. Jetzt frage ich erstmal Uwe, ob ich ihm helfen muss oder ob ich schnell noch neue Bohnen stecken kann, weil da wurde die Hälfte schon wieder von den Schnecken weggefressen. Und ich muss mir jetzt langsam mal einen Platz überlegen für die Kürbisse. Die brauchen auch alle einen Schneckenkragen, aber ich habe nur noch einen. Da muss ich jetzt, glaube ich, den Dahlien ihre Schneckenkrägen wieder wegnehmen. Ihr habt es ja letztes Mal vielleicht gesehen, als ich hier gemäht habe. Gestern habe ich auch noch mal gemäht. Aber ja, was soll ich sagen? Die ganzen Brombeeren kommen schon wieder durch. Da wird auch mal wieder eine Brombeeraktion Not tun. Und ja, es ist halt echt alles momentan so schnell am Wachsen, weil wir so einen ständigen Wechsel zwischen Sonne und Regen haben, dass das alles schießt wie doof. Aber eine tolle Sache ist, dass wir hier ganz viele... Moment. Wir hatten hier eigentlich ganz viele Stachelbeeren dran. Wo sind die alle hin? Uwe, jemand hat unsere Stachelbeeren gegessen. Ich glaube, die Schnecken haben auch unsere Stachelbeeren aufgefressen. Wir hatten hier wirklich super viele dran. Oh. Also ich muss sagen, dieses Jahr sind die Schnecken aber sowas von außer Rand und Band. Das ärgert mich jetzt richtig. Wir haben hier abends schon, gehen wir schon immer lang. Aber es sind so viele Schnecken im Rasen auch. Die fressen hier sogar den Klee ab. So viel Hunger haben die. Und jetzt haben die wahrscheinlich auch sogar unsere ganzen Stachelbeeren abgefressen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen fassungslos. Ich wollte wenigstens einmal so einen Stachelbeerkuchen machen. Mit Puddingfüllung und so. Da habe ich mich schon richtig drauf gefreut. Jetzt sind die einfach alle weg. Unglaublich, wirklich unglaublich. Ja, aber ein Lichtblick ist ja, dass wir ja im nächsten
Winter sozusagen Hühner hier durch den Garten streifen lassen können. Und die fressen die ganzen Schneckeneier weg. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann im nächsten Jahr auswirkt. Ob das quasi was bringt. Jetzt sind die ja noch relativ klein. Wenn die jetzt so eine richtig große Nacktschnecke fressen würden, dann können die ja sogar daran ersticken. Und bis jetzt tasten die auch nicht an. Ja, also Schneckenkragen ist wichtig. Wobei ich auch neulich eine gesehen habe, die einfach über den Schneckenkragen trotzdem drüber gekommen ist. Tja, steckt man nicht drin. Schaut mal, wie schön diese Rose hier wächst. Das ist die Pink Sunrise, heißt die, glaube ich. Und die macht ganz viele so einfach blühende Blüten und in allen möglichen Farben. Finde ich total schön geworden. Und hier habe ich einfach nur so einen kleinen Obelisken sozusagen aus Weidenstöcken gemacht, oben zusammengebunden. Die sind auch schon komplett ausgetrocknet, also die sollten jetzt wirklich gar nicht mehr anwachsen. Und ja, da stecke ich hier die Weidenzweige immer so ein bisschen drin fest. Wir brauchten ja für unsere Stalltür noch einen ordentlichen Riegel und ich hatte die Woche ein bisschen Zeit in der Werkstatt und habe mir dann beim Regentag einfach mal die Zeit genommen und habe diesen coolen Riegel hier geschmiedet. Also lasst euch überraschen, hier gibt es eine Kurzfassung. Und wer dann eine lange Version davon sehen will, der kann gerne bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Wir verlinken mein Video unten in der Videobeschreibung. Wir haben gerade vorhin noch Kirschen gepflückt. Uwe hat die Leiter gehalten, ich bin hochgeklettert. Denn unser Süßkirschbaum vorne, der hat dieses Jahr eine mega gute Ernte. Wir haben so gut wie keine Maden drin. Die Jahre davor hatten wir bei dem nämlich immer nicht so leckere Kirschen und immer viele Maden drin. Vielleicht hat es ihm ganz gut getan, dass der zweite Kirschbaum weg war, sodass mehr Licht an den rangekommen ist, wer weiß. Auf jeden Fall mache ich heute noch eine Familienrunde und verteile noch Kirschen. Ich habe hier 2 so eine Eimer. 5 Kilo habe ich jetzt gerade gewogen. Dann möchte ich auf jeden Fall noch einen Kuchen backen fürs Kaffeetrinken heute. Und dann werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Kirschkompott machen. Das heißt, ganz viel entsteinen, meine Lieblingsarbeit, und damit wir für den Winter Kirschkompott haben. Denn ich esse im Winter total gerne Kirschkompott mit so Vanillesoße drüber und so. Und deswegen mache ich mir immer gerne die Arbeit im Sommer, das zu tun. Und da wir dieses Jahr so viele Kirschen haben, ist das natürlich total super.
wir haben jetzt gerade eine Mittagspause gemacht. Jetzt ist es schon wieder um 3. Tja, so ist das, wenn man noch einkaufen muss und so weiter. Ich habe mir jetzt gedacht, ich fange schon mal an, diesen Bereich ein bisschen ordentlich zu machen. Der Tisch soll nämlich da weg, sodass wir hier einen breiteren Durchgang haben. Und die ganzen Gartensachen brauchen einen anderen Platz. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hold on, we together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. So, ich habe mir diesmal einfach mal ein paar Blümchen geholt aus dem Garten. Ich dachte mir, dass ich mal ein paar von den Rosen vorne noch abschneide und in eine Vase packe, denn die hier sind schon so weit offen, dass die vom Regen definitiv zerstört werden. Wir haben in letzter Zeit ganz schön viel Platzregen gehabt. Ja, und hier habe ich auch noch ein paar reingemacht von vorne. Und ja, ich würde sagen, das kann jetzt die nächsten 2 Jahre so bleiben hier mit dem Angemalten. Und ja, ihr seht da hinten hat sich auch schon ein bisschen was getan. Und dann zeige ich euch mal, wie es da weitergegangen ist. Damit die Hühner hier noch ein bisschen mehr Auslauf kriegen, seht ihr, wir haben jetzt gerade erstmal bloß provisorisch hier das zugemacht. Denn hier außen kommt ja die Erweiterung des Auslaufs. Und ja, dazu müssen wir hier natürlich jetzt erstmal ein bisschen Platz machen. Der Kompost hier muss abgebaut werden. Und dann habe ich hier vorne schon mal die ersten Punkte markiert, wo die Pfosten rein sollen. Ja, also erstmal ein bisschen freiräumen und dann schauen wir mal, wie viel Platz wir dann zum Schluss haben. Acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibe. So, ich habe jetzt die ersten Einschlaghülsen hier alle mal positioniert. Die schlage ich jetzt ein. Am Kompost müssen wir noch ein bisschen wegräumen, damit ich da auch Platz habe. Und ja, jetzt wird es langsam warm. Gleich gegen 9 haben schon ordentlich was geschafft heute Morgen. Damit weiter nicht. Nee. Glaube nicht. Nee.
So, das Grundgestell steht jetzt von dem Auslauf und ich habe ja hinten an der Wand schon eine Latte noch befestigt, weil wir hier drauf ja noch ein Netz spannen wollen. Und da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich dachte eigentlich, wir hätten noch ein paar schöne Rundhölzer da, aber die sind alle krumm und schief. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich was anderes überlegen müssen, was wir dann im Prinzip hier noch drüber spannen, damit das Netz nicht so doll durchhängt. Ja, aber das bequatsche ich jetzt erstmal mit Anne, wie wir das machen, und dann geht's weiter. Es gibt hier hinten so eine Stelle im Garten, die mich schon die ganze Zeit ein bisschen nervt. Und da Uwe hier gerade dabei ist, die Voliere zu bauen, den weiteren Teil der Voliere, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal meine Handschuhe und beginne mal das hier alles so ein bisschen zu ordnen. Ich zeige euch mal, worum es geht. Und zwar handelt es sich hier um die Stelle, wenn wir hier von dem Innenhof aus in den Obstgarten gehen. Und da war hier halt so eine Stelle, wo die ganzen Fenster dran gelehnt waren und die ganzen Schieferplatten, die ich noch von meinen Großeltern bekommen habe. Ja, jetzt gibt es natürlich kein perfektes Vorher-Nachher-Bild, aber ist mir jetzt gerade ehrlich gesagt egal. Natürlich wuchert das hier immer ganz gut zu und der Durchgang hier wird natürlich auch immer enger, je mehr ich hier dran gestellt war. Deshalb habe ich jetzt die Fenster schon mal woanders hingepackt. Da können die jetzt auch eine ganze Weile bleiben, ohne dass sie stören. Und die Schieferplatten zur Seite geräumt. Die sollen als Wegplatten sozusagen vorne im Vorgarten dann von der Straße zu uns führen. Und dann habe ich hier noch diese Platte, die als Gehwegplatte einfach viel zu schade ist. Die ist schon so schön viereckig geschnitten. Und da habe ich mir so gedacht, das wäre eigentlich, wenn ich hier noch 2 Beine drunter mache, in Form von Holzklötzen oder sowas, wäre eigentlich ganz cool, um hier sozusagen das noch hinzustellen, dass das hier wie so eine kleine idyllische Ecke sozusagen ist, dass das nicht so verkrutscht aussieht die ganze Zeit. Ja, und ich denke mal, irgendwas wird mir sicherlich noch einfallen. Und dann werde ich jetzt einfach mal weitermachen. Ja, hier herrscht natürlich noch das absolute Chaos. Da hinten auch. Also dieser Teil des Grundstücks ist gerade so der Fokusbereich für uns. Ich habe die Steine jetzt hier mal so hingelegt. Aber so draufgelegt sieht blöd aus, weil ich hatte halt eigentlich überlegt, weil die Betonkante ja halt so weit vorsteht, dass es vielleicht doof aussieht, wenn ich die sozusagen bündig mit der Betonkante mache. Der Boden ist ja auch relativ hoch hier. Aber so draufgelegt sieht es halt auch irgendwie draufgelegt aus. Wenn ich hier noch eine zweite Reihe jetzt hinmache, dann stolpert man da, glaube ich, eher gegen. Vor allem, weil wir hier ja so rumkommen. Also habe ich mir jetzt schon mal den Spaten geholt und das jetzt ein bisschen auskoffern. Und dann lege ich das mal eine Etage tiefer. So, kleiner Zwischenstand. Ich habe jetzt soweit erstmal alles hingelegt. Ich habe mich jetzt doch dafür entschieden, nur diesen Bereich hier unter dem Fenster zu nehmen. Denn wenn ich es vorgezogen habe, dann kam man hier so ein bisschen in die Quere mit der Kante. Und ich glaube, so hat es optisch dann mehr so eine Einheit, weil das dann halt hier die Verlängerung sozusagen des Fensters ist. Dieses Video ist gesponsert von der Schuhmarke Gieswein. Einigen von euch ist ja schon aufgefallen, dass ich meine blauen Gieswein-Schuhe jetzt auch häufiger bei leichten Gartenarbeiten und auch manchmal bei Bauarbeiten benutze. Ich muss ganz ehrlich sagen, das macht so einen riesen Unterschied, wenn man wirklich gute Schuhe hat, die sich angenehm laufen. Gerade neulich, als ich diese ganze Umräumaktion gemacht habe und den ganzen Tag wirklich nur am Laufen war das zwar immer noch anstrengend für die Füße, aber hätte ich das mit meinen Baustellenschuhen gemacht, wäre ich einfach untergegangen. Und wie ihr seht, die Schuhe werden auch ordentlich dreckig, aber ich habe festgestellt, dass sie wirklich mit einer Bürste sehr gut abbürstbar sind. Also das ist kein Problem. Und man kann sie wohl auch in die Waschmaschine packen. Das habe ich mich noch nicht getraut, aber ich glaube, das werde ich demnächst mal ausprobieren. Den Link zu Gieswein findet ihr unten in der Videobeschreibung und mit dem Code kriegt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Wir sind gestern fast fertig geworden, aber ein bisschen was ist noch zu tun. Und zwar den Kompost müssen wir noch umsetzen und die Metallstangen hinten, die wollten wir noch wegräumen auf jeden Fall.
Mal gucken, ob Uwe noch das Angelzeug wegbringt, aber ansonsten haben wir dann alles geschafft. Bei manchen Arbeiten ist es auch super schwer abzuschätzen, wie viel man da jetzt wirklich schafft. Manchmal sind wir viel schneller fertig als gedacht und manchmal dauert es eben ein bisschen länger. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das mit dem Kartoffeln anhäufen, dass das so lange dauert. Das Problem war, dass die schon so lang waren, die Stiele, dass die schon so umgekippt sind. Und dann haben die so eine Biege gehabt und das wollte ich dann nicht einfach nur oben drauf kippen, sozusagen, die Erde. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können. Hier hinten habe ich noch so eine kleine Konstruktion für die Erbsen gebaut, aber es ist eher, es sieht schon sehr skurril aus. Ich werde auf jeden Fall nochmal neue Erbsen ansetzen und dann nochmal ein richtiges Gerüst bauen. Aber nicht heute, denn wir müssen ein bisschen auf das Wetter achten. Denn es soll heute Vormittag noch nicht regnen, aber dafür dann heute Nachmittag. Und dementsprechend müssen wir jetzt den Kompost versetzen, bevor das passiert. Das gute Stück steht und es ist auch befüllt. Ich bin noch am Überlegen, ob ich hier noch eine halbe Leiste noch dran zimmere, damit die Sachen nicht durchfallen. Und ja, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Wir hatten ja so ein bisschen die Einschränkungen, dass wir da hinten diesen Zaun haben und dementsprechend von hinten nicht die Leisten da anschrauben konnten. Deswegen haben wir das ein bisschen umständlicher machen müssen. Aber jetzt steht alles. Ich bin ganz zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie schnell sich das hier bewächst wieder. Ich hoffe, dass der Rasen hier so ein bisschen reinwächst. Vielleicht implantiere ich ja auch noch ein bisschen was von vorne, von den Wegen. Ich mag es ja total gerne, hier diesen Klee zu haben. Der ist auch recht gut trittfest und näht sich sehr schön. Und hier die Fläche ist jetzt auch frei. Ich glaube, es wird jetzt auch langsam Zeit, hier die ganzen Ziegel wegzumachen. Da haben wir jetzt auch wieder ganz schön viel, was kaputt gegangen ist im Winter. Ja, und wie man sieht, unsere Buchenhecke ist auch langsam am Wachsen. Ich glaube, jetzt muss ich langsam mal ein bisschen stärker beschneiden, dass die sich hier besser verzweigen, dass das so ein bisschen dichter wird. Aber alles in allem ist die Ecke hier jetzt auf jeden Fall sehr viel schöner. Jetzt muss es halt nur noch ein bisschen grün werden und dann passt. Wir hatten heute einen wirklich wunderschönen, aber anstrengenden Tag. Also haben wirklich einiges geschafft. Ja. Ne? Ist ja auch ganz schön, dass man sich mal ein bisschen Zeit nehmen kann dafür. Wir nehmen immer keinen Urlaub und da ist es immer ganz schön, wenn man zwischendurch mal so ein paar Arbeitstage mit einfügen kann. Genau. Ja, also die Außenküche sieht jetzt wahrscheinlich so gefühlt seit 2 Jahren das erste Mal wieder ordentlich aus. Also wir haben heute hier auch richtig schön Mittag gegessen und das war ganz ist schön, sehr angenehm. Mal so nicht auf die Kramecken zu gucken. Genau. Wir haben auch, apropos Kramecken, ja auch einiges beseitigen können und schöner machen können und ja, so langsam lichtet sich hier das Ganze ein bisschen und genau, und da hat man auch gleich wieder viel mehr Elan, noch andere Sachen zu machen. Genau. Ja, und mal sehen, wir wissen noch nicht genau, ob wir schon nächste Woche die Voliere fertig gebaut kriegen. Das ist ja doch noch einiges, was da zu tun ist. Ja, genau, da ist noch viel zu tun. Und wir müssen auch noch ein paar Sachen bestellen, die ankommen müssen dafür. Und ja, also lasst euch überraschen, ob nächste Woche ein Video kommt oder nicht. Also wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal und vergesst nicht den Daumen nach oben. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.